geht. Alles klar. Was ist das denn, Alter? Faust. Nehmen wir mal was richtig. Ruf mal Janik an oder schreib dem mal, dass er was mitbringt aus Hessen. Was dagegen mit Janik? Hat er sich gemeldet? Hat er irgendwas gebrochen? Der ist mit dem Fahrrad aus dem Maul geflogen. Der Janik? Ja. Gestern. Der wollte Handschuhe. Der wollte beim Fahren Handschuhe ausziehen, ist über Lenker geflogen. Hat er Ich hasse Fahrradfahrer. Autofahrer genauso, aber Fahrradfahrer fucken halt noch mehr, aber Autofahrer. Ich bin jetzt gerade bei 35 Minuten ganz genau. Und? Ich habe vorhin noch geraten. Das ist gut, gell? Ja. Achso, wann kommt das raus? Das kommt auch zuerst raus, oder? Ja, ja. Nee, das kommt zuerst raus. Ja. Das kommt zuerst raus. Ja. Ihr habt es ja eh alle schon gesehen. Ich kenne euch ja. Ich sehe eure Aufrufe bei Facebook, YouTube. Und das ist der Talkshop mit mir und DJ Malik. Wir reden einfach wahllos über West Coast, Frankfurt, Deutschland, über Musik. Darüber reden wir und wie Energie im Club ist und wie es Spaß macht, wenn du einen richtig geilen DJ hast, der sein Handwerk beherrscht. So wie auch bei uns im Barbershop, weißt du. Ach übrigens, ich würde mal gerne heute zum ersten Mal sagen, liked, abonniert, teilt und liked, abonniert, teilt. Kommentieren. Guck mal, das sind 4 Sachen, die kann man sich nicht merken, Alter, weil das so für Influencer-Bastarde sind, ey. Also, was Neues erfinden. liked, ja, gell? Irgendwie so eine kurze. Was sind die Buchstaben? L, A, T, nein, K. teilen, K. Sophia, Dein Wasser? Ja. Hast du schon da mit deinen Bakterien rausgetrunken? Ja. Verzweifelt. Nimm doch. Nee, ich brauch Wasser. Dann nimm doch ein Glas. Kann ich jetzt im Keller vielleicht Wasser holen? Nee, ich geh auch. Nico, wolltest du was eigentlich zu diesen Leuten sagen, die Dickpics senden? Ja. Joko und Klaas, die Bastarde machen jetzt voll den Hype draus, gell, damit sie noch mehr Einschaltquoten bekommen. Die Männer sind Schmucks, die das schicken, gell, bin ich vollkommen, also kann ich gar nicht nachvollziehen. Also ich verstehe, warum ein Mann sowas sendet. Hat mir auch gestern, Chai hat mir auch Bilder geschickt, wie so ein Typ, was seine Unterhose in der Hand hat. Digga, das ist so ein Minderwertigkeitskomplex, Alter. Was hat deine Mutter mit dir angestellt, als du kein Junge warst, Alter? Diese Bilder, habe ich ja gesagt in meiner Instagram-Story, diese Fotos, diese Dickpick-Fotos, die musst du veröffentlichen, namentlich benennen mit Fotos und den Fotos musst du den Müttern zeigen. Und dann musst du die Reaktion von der Mutter sehen. Wie der kleine Hurensohn dann schmockt deine Schäden. Ah, Mama, tut mir voll leid, ich wollt's gar nicht. Ja, wollt's nicht, ich bin gut, ne? Was soll das bedeuten? Der hat einen Dickpick gesendet. Bist du ja dann gute Bumsen oder was? Nee, Was hat das zu heißen? kannst du eh nicht ficken. Die Dings. Worauf ich auch hinaus wollte, ist, dass wir zuerst angesprochen haben, also er und nicht Joko und Klaas. Ja, der war schon früher da gewesen. Bierflasche, Wasserflasche. Hey. Also, mir wurden Screenshots geschickt vom letzten Video, wo Ja. ich nur mit einer Bierflasche zu sehen bin. Ich möchte nur sagen, dass das letzte Video mich einfach nur in ein schlechtes Licht drückt. Ich trinke auch Wasser. Wer hat dir die Bilder geschickt? Das darf ich nicht sagen. Hey Digga, Ach so, hier ganz kurz. Sebastian L. Willst du was sagen? Sebastian, komm vorbei, auch ohne Vollbart. Hier, Phoenix 88, du bist ein ähnlicher Hut. Deine Mutter hat mir gestern Dickpics gesendet. Ey, ich will, dass du kommentierst und ich will wissen, was du sagst wegen hier deinem Political Correctness Scheiß, Alter. Meinst du wegen meinem Kollege Sergio oder was? Ich habe mir gerade im Auto Gedanken gemacht, weil ich habe Downey Harley gestern mal geguckt, wie er sagt, ja, a barber license is different to a cosmetology license. Diese alte Doku. Genau. Und dann ist mir aufgefallen, auch in Amerika ist es auch aufgefallen, dass viele Barbershops einfach zugemacht haben und die Salons dann irgendwann übernommen haben. Und das ist eigentlich schon unfair, ne? Dass wenn du einfach ein Barber bist, du schneidest die ganze Zeit Haare, dann schläfst du ein und wachst auf und machst die ganze Szene weg. Das ist der. Ey, Digga. Ich antworte dir nicht, weil das kann ich nicht rüberbringen, so was ich dir danken will, wie du das hier alles supportest. Ey, korrekt von dir, Mann. Finde ich richtig gut, dass du die Videos anschaust und dass du voll die geilen Statements dazu abgibst, was ich so in den Videos sage. Also, danke für deinen Support. Mach weiter so. Irgendwann kommt die Zeit, glaub mir. Irgendwann kommt die Zeit für dich auch. Was hat er denn gesagt? Ich glaube, der ist ein bisschen unzufrieden, hat er mal mir gesagt, Ja, da in seinem Laden. Weil nicht jeder hat halt so einen geilen Laden wie wir, muss einfach dazu sagen. Alter. Aber ich sag euch auch, welcher da draußen, gell? Alles, wie es von außen scheint. Wer hier das durchstehen will, ja? Entweder bist du wie ich und packst es einfach.
Die anderen zwei, keine Ahnung, was sie gespritzt haben, Tommy und Joe, aber die halten es auch. Aber hier zu arbeiten, das kannst nicht einfach arbeiten. Brauchst gar nicht denken. Ich verspreche jedem, der macht eine Woche, danach okay, sagt, ey geil, ey, du hast so geil. Aber ich schaff nicht. Ich schwör's dir, ich schaff nicht. 100%ig kann keiner mithalten. Ich habe YG geguckt mit diesen Chicken Wings essen, ne? Der macht den voll fertig, sagt so, Digga, das ist kein Schaf. Willst du mich nicht verarschen? Und dann haben die Chick-fil-A Chicken Wings geholt, oder Chicken, wie heißen die denn? Ja, diese Chicken Sticks. Ja, Chicken ist, ja, so kleine runde Dinger, so Bällchen. Ja. Und der das moderiert, nimmt so einen kleinen Biss und YG haut so alles in den Mund rein. Und dann sagt er, ist nicht scharf. Und am Ende kommt das Schärfste und der sagt so, ey YG, wir machen immer zur Tradition am Ende noch ein bisschen drauf. Und der macht dann so ein bisschen drauf und YG macht so, macht auf den Teller und dippt es so richtig rein. Der sagt so, das ist es und haut es rein. Und irgendwann sagt er so, ja, schon ein bisschen hart, aber der ist nicht hart. Der hat den voll gefickt. Der sagt so, hey, du bist der König, du hast gewonnen. Idris Elba ist gestorben. Ja? Ernsthaft? Ich hab Idris Elba ist gestorben gehört. Das. Wer ist das? Kannst du anziehen, Pullover? Wenn's kalt ist? Ja. Es geht. Der Schatten ist kalt, in der Sonne nicht. Ja, scheiß drauf, Alter. Ich hasse ja Schatten, Alter. Hey Officer, my shadow is black. Po, po. Was geht? Nix, Alter, alles super. Aber? Ne, gar kein Aber. Bisschen müde, alle. Keine Ahnung, 6 Wochen nichts gesoffen. Letztes Mal 3 Bier und schwindelig. Jetzt nach 6 Bier. Aber ja, gesoffen und trotzdem pünktlich auf die Arbeit alle. Also, Diese ganzen Corona-Profis, möchte gerne, alle Amateure, saufen jeden Tag, alle kippen Wein und Dein und so, alle fangen sie wieder an zu arbeiten, fressen eine Avocado und halten die Fresse. Konstant durchsaufen, Leute. Keine halben Sachen. Oh, ich weiß nicht, Alter. Da hast du so Hunger und dann läufst du dahin Richtung diese Elend und dann hast du keinen Hunger mehr, Alter. Scheiße, was soll ich denn essen? Oh, geil. Ich werde heute ins Studio gehen und was ganz anderes machen. Und ich werde auch dann wahrscheinlich nicht mehr rappen. Aber ich werde dann meine dritte oder einen von diesen 50.000 Persönlichkeiten rauskramen wieder. Ich bin ja ein gestörter Mensch, eine Persönlichkeitsstörung. einer ist gestört. Ja, einer ist gestört nur, ne? Ja, dann werde ich da mal Musik machen und versuchen, mich da wieder reinzutasten und was ganz Neues, einen ganz neuen Sound, was man gar nicht denken würde von mir. Und ja, mal gucken. Und dann zieh ich die Maske auf und mach dann Rap mit Maske. Zu wem gehst du? Ich nehme mich dann 2020, Lockdown. Lockdown? Ja, zum Lockdown. Ne, zum Kollegen. Der macht sehr, sehr gute Beats. O-Track Beats, abchecken, Instagram, geiler Typ. Und ja, mal gucken, werden wir uns da mal ein bisschen reintasten. Der Janek ist auch am Start. Ne, heute ist nur Dings, Schnupperkurs. Okay. Ein bisschen reintasten. Aber kriegt mal was zu hören. Ich glaube, die Zuschauer wollen es auch mal. Ja, klar, kriegen wir was zu hören. Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Hey, hey, Niki Langstrumpf. Geil, Alter. Ich hätte gerne so ein Wildschwein-Bratwurst. Bitte. Mit Senf. Wenn das möglich ist. Stube 3,50, kommen wir mal 4 wegen Corona. Danke dir. Aber man muss die Leute unterstützen, oder? Ihr seid ja am schlimmsten dran, oder? Ja. Macht's gut, schöne Zeit. Guck mal, für die Kamera, nur für die Kamera. Nimm mich auf. Hier, mein Freund. Bitteschön. Ja, man muss doch spendabel sein. Weil nur wer gibt, der darf auch nehmen. Und der nicht gibt, der darf gar nicht nehmen. Weil es ein Wichser sind. Und wenn du nicht nimmst? Wenn du nicht nimmst, dann gibst du auch nicht. Heute mal, da mache ich Musik, aber ich glaube, ich bin ja schon so besoffen wieder, Alter. Dass da irgendwas, das ist geil, wenn ich besoffen bin und auf Bierdosen, wollte ich sagen, ne? Besoffen bin, dann groovt alles viel einfacher, Alter. Und dann, weil ich habe so Startschwierigkeiten, weißt du? Wenn ich ins Studio gehe und lange nicht war, brauche ich immer so 2-3 Stunden, bis ich so heiß gelaufen bin, sage ich mal, weißt du? Dann läuft es einfach. Und wenn ich auf Beats rappe, mit denen ich mich gar nicht befasst habe, sowas ganz anderes, und ich ein bisschen schneller rappen muss, dann hänge ich mich auf, Alter. Das hängt so richtig so, diesen Spaß, als hätte ich einen Schwanz im Maul, Alter. Ja, und es dauert ein bisschen. Mal gucken, wie lange das heute Abend dauert. Aber vielleicht durch Alkohol und durch Alkohol wird es ein bisschen einfacher. Aber ja, ich brauche wieder irgendwas, eine Beschäftigung nebenbei, Alter. Fahrradfahren macht ja Spaß, aber da muss ein bisschen mehr gehen. Weißt du, was ich meine? So, was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt in die Kleinmarkthalle Essen einkaufen für die Jungs im Barbershop. Die haben ja spezielle Wünsche gehabt. Mal gucken, was wir da kriegen. Du kochst für die? Ja, ja. Oder wird gegrillt?
Grillen kann ich jetzt nicht nennen, weil wir haben ja einen Gasgrill. Aber wir werden etwas draußen kochen, auf jeden Fall. Wird alles eingekauft? Wir gucken jetzt, was es gibt auf dem schönen Markt. Aber Gemüse, Käse, auf jeden Fall Wein und Fleisch und Brot. Wie bereitest du das vor? Was machst du? Nichts, ich werde... Grillst du es einfach? Ja, das Fleisch, das Grillst du es Ding ist beim Fleisch, ich werde nur Salz und Pfeffer benutzen, weil wir kaufen ja gutes Fleisch ein und es würde schade sein, dass wir es mit irgendwelchen Scheiß kaputt machen. Aber wie gesagt, wir gucken einfach, was sie kriegen. Die Jungs, die Brüder Velios haben ein Ribeye Steak gewünscht oder Tomahawk Steak. Mal gucken, was wir da kriegen können. Und für meine vegetarischen Unfreunde gibt es ja so auch Gemüse. Du als Kameramann gehst du in die Kleinmarkt. Ja, natürlich. Hast du deine Maske dabei? Ja, klar. Ich glaube, wir dürfen nicht ohne rein. Ja, wir dürfen auch nicht. Oh, da ist der Markt auch auf der Konsti, das ist schon mal gut. Willst du auch dahin? Können wir auch machen, da können wir unser Gemüse kaufen. Ist günstiger als, merkt euch das, Markt auf der Straße ist von Gemüse her immer günstiger als die Kleinmarkthalle. Aber dieselbe Qualität. Warum würdest du sagen, dass das Fleisch nicht dieselbe Qualität hat? Ich weiß es nicht, wenn ich dir ehrlich bin. Ich habe jetzt die Fleischer hier angeguckt und keine Ahnung, ich vertraue meinen Leuten wegen Fleisch. Das ist so eine Sache. Ah, das heißt, die in der Kleinmarkthalle kennst du? Ja, genau. Das Ding ist, irgendwie ist es halt Vertrauenssache bei Fleisch, weil bei Fleisch weiß man ja nie, wie das Rind gehalten ist oder das Schwein oder sonstiges. Du kannst auf den Konstabler Markt, wenn du auf die Webseite gehst, kannst du genau sehen, von wo welcher Lieferant kommt und so weiter und so fort. Ist das so? Ja, ja. Und das Geilste ist, hier in Frankfurt gibt es ja so viele Märkte, das ist so unglaublich. Kannst du wirklich genießen. Ja. Und lass nach rechts. Hier musst du keine Masken tragen. Nee? Nee, nee. Okay, geil. Kaufen hier ein bisschen Gemüse für euch. Gucken, was sie da Schönes haben. Ich werde einfach entweder Spieße machen oder in Alufolie einfach so gegart. Okay. Ich suche jetzt ein paar Kartoffeln, Paprika, Tomaten. Junge Zucchini, die kommt jetzt raus. Langsam, die Blüten wachsen ja jetzt momentan. Richtig schöne Zucchini kaufen, aber ich glaube hier ist, weil langsam macht der Markt zu jetzt hier. Aber ich glaube am besten sind wir hier. Das ist jetzt ein bisschen voll. Komm, lass uns zum Kleinmarkthalle laufen. So, wohin gehen wir zuerst? Ich glaube, zuerst gehen wir zum Gemüsestand und zuletzt gehen wir zum Fleischstand, weil draußen ist ziemlich warm und bis wir zum Shop zurückkommen, wird es genau die Temperatur haben zum Braten. Weil es ist ja in Kühlschränken hier. Und es ist immer gut, Fleisch bei Zimmertemperatur erstmal ruhen lassen und dann ist es braten. So kalt rauszustellen ist ein großer Schock. Dann zieht sich das Fleisch zusammen auch. Wir werden das Chicken jetzt ohne Knochen bestellen. Okay. Hallo, schönen guten Tag. Können Sie mir den Knochen vielleicht wegtun aus dem Fleisch, wenn ich das mitnehmen würde? Dann würde ich, das würde ich 5 Stück davon mitnehmen. So. Ja? Soll ich ihn sofort zahlen und dann zurückkommen? Oder? Ich weiß ja jetzt noch nicht, was es kostet. Wir kommen gleich wieder zurück. Auf der Runde. Danke, bis gleich, danke dir. Darf ich dir das so rübergeben? Danke, mein Freund. So, dann nehmen wir noch auf jeden Fall Paprika. Was haben wir noch hier von Gemüse, das ihr essen könnt? Ein paar Zucchini, so junge Zucchini sind immer geil. So, zack. So, perfekt, danke dir, mein Freund. Jetzt haben wir Gemüse. Zucchini-Blüte. Ah, Blüte. Ja, kannst du ja gucken, komm mit. Das hier, die Zucchini-Blüten. Aus den Blüten wächst die Zucchini, wenn man das hier auch sieht. Die Zucchini, wenn man sie sauber macht, kann man mit Butter schön füllen und dann mit einem Teig einfach frittieren. Das ist super geil, das ist eine Delikatesse, weil man die Blüten ja nicht immer bekommt. Nur jetzt in der Zeit. Und viele wollen die Blüten nicht verkaufen, aus dem Grund, weil aus den Blüten wachsen ja die Zucchinis raus. Das ist wirklich etwas sehr, sehr Feines. Wenn man es ist halt sehr, sehr schwierig vorzubereiten, weil wenn du so dicke Finger hast wie ich, ist das halt immer problematisch, weil es sehr, sehr delikat ist und es geht ja schnell kaputt. Muss man immer aufpassen, aber ansonsten ist alles geil. Das ist, was der Herr macht, der macht einfach den Schenkel weg, den Knochen weg von den Schenkel. Und das Fleisch, wenn du das ohne Knochen bestellst. Wenn du das dazu sagst, wenn es saftig ist, ist es halt einfach durchs Muskelfleisch, weil es halt mehr Muskeln hat, dadurch mehr Fasern, mehr Konsistenz und dementsprechend bleibt es immer saftiger. Das kannst du jetzt mit einer Brust nicht vergleichen. Ja genau, die Brust kostet ja so viel mehr als das. Viele bestellen das nicht bei dem Metzger, weil die haben Angst. Jeder Metzger wird dir das ohne Knochen wegtun. Den Knochen wegtun, wenn du es dafür schön bittest. Das ist einfach nur Fleisch, ist aber richtig, kann ich nur empfehlen. Hallo, guten Tag. Gestern habe ich hier Rinder geholt, das war super. Nicht mariniert, es ist mariniert. Lammlachse können Sie machen oder Lammspieße. Denkst du, dass die Jungs Koriander mögen werden? Oh, das weiß ich nicht.
Der Nico mag kein Koriander, das weiß ich. Ja, Alex mag gar nichts. Ja, weißt du was, wir nehmen jetzt das unmariniert mit. Ich nehme ein ganzes Stück von diesem Lamm, einfach nur so geschnitten oder... Ja, bitte. Und das passt dann von Lamm und dann gucken wir einfach wegen Schwein weiter. Ich habe versprechen. Und wir müssen ein Ribeye Steak auch kaufen. Ja. Das ist unser Metzger von Vertrauen hier. Ja, ich weiß. Wir hatten hier ein paar Tage so diesen Lugana hier geholt. Der ist super, kann ich nur empfehlen. Der ist auch super, den haben wir auch probiert. Super. Welchen haben wir noch probiert? Das war's, was wir probiert Ja, was haben. nehmen wir? Wir nehmen Lugana mit. Lugana? Ja. 2 Flaschen, 3 Flaschen. Der Adrian ist Für dabei. alle? Der Adrian ist dabei. Das ist nur für Adrian. Das ist gut. Wir haben unser Budget ausgegeben. Hier ist unser Einkauf. Uns fehlt noch Olivenöl und Butter. Pork Chops werden wir uns keine holen. Das holen wir im Supermarkt, ne? Pork Chops, Nein, Butter und Olivenöl. Butter und Olivenöl holen wir uns im Supermarkt. Was musst du jetzt noch vorbereiten? Ich werde jetzt die Spieße machen, fertig machen. Ich werde das Fleisch marinieren, ganz schön in Salz und Pfeffer, nichts Besonderes, weil wir haben hier wirklich tolles Fleisch. Und das war's, dann können wir langsam anfangen mit dem Grillen. Ja, wie gesagt, das war wirklich richtig schön. Genau deswegen gehe ich in die Kleinmarkthalle, weil es persönlicher ist. Du kommst dort an, du redest mit den Leuten, die erklären dir ein paar Sachen, die du nicht jedem... Ich bin Koch schon seit 4 Jahren, aber natürlich weiß ich auch nicht alles. Und dann, wenn du so ankommst irgendwo, wo Experten sind, kannst du ja immer gute Tipps holen. Und wenn du lernen willst, ist so etwas das Beste, was du machen kannst. Einfach nur mit deinen Lieferanten reden, sehr wichtig. Nicht schweigen und sagen, ich weiß es besser. Chicken ist sehr super, sehr lecker, aber wie gesagt, Brust trocknet ja sehr schnell aus. Und jeder, der Chicken isst, von meinen Kumpels, die essen nur Brust, nur Brust, nur Brust. Warum? Weil sie Angst haben vor den Knochen. Sag einfach, die sollen den Knochen entfernen und dann hast du es. Saftiges Stück Fleisch. Du kannst es weitergeben, nicht nur für dich. Oder wenn du dich entscheidest, eines Tages wieder normal zu sein, dann kannst du auch das essen. Aber jetzt so, wenn du so behindert bist, kannst du ja vegetarisch essen. So. Machen wir, wen ich habe. Chuck Berry, BB King. Und was ich noch habe. So, was geht hier ab? Ich bin ja ganz in schwarz gekleidet, weißt du, wie heiß es ist? Wem sagst du das? Du auch? Wir machen heute ein Barbecue, aber nur unter uns, Family. Und ja, so langsam lockern die ja alles, also werden wir auch unser Barbecue machen können für unsere Family and Friends. Wir haben ja gesagt, also die Instagram haben, dass wir keine Spenden annehmen werden, sondern wir ein Barbecue machen, alle einladen und dann könnt ihr vor Ort spenden. Weil wir halt für eine Community sind und für eine Gemeinschaft. Das gleiche, oder? Community und Gemeinschaft, oder? Ja. Egal, ihr wisst schon, was ich meine. Und dann werden wir uns alle treffen, wir werden geile Musik machen und geile Chicken Wings und so. Und dann werden wir an dem Tag Spenden einnehmen. Wann wollen wir das machen? Wir wissen noch nicht wann. Du kannst auch dem Wetter nicht vertrauen. Guck mal, heute ist heiß. Wir wollen was zurückgeben und deswegen engagiert sich auch ein Grieche sehr viel für das deutsche Handwerk. Weil wir leben nun mal hier in Deutschland, das ist halt einfach alles eine Gemeinschaft. Und wenn du hier lebst, solltest du auch dankbar sein, dass du hier leben darfst. Stell dir vor, du lebst irgendwo anders und bist nicht willkommen. Verstehst du? Am 14. Juni kommt Pop Smoke Album raus. Wer ist das? Den die erschossen haben, den. Der Arme, Alter. Die haben die einfach erschossen, nachts, wo er geschlafen hat. Musst du mal reinziehen, Alter. Der hat eine Party geschmissen und dann hat er alle eingeladen. Und dann ist er irgendwann nachts eingeschlafen und da sind die bei ihm eingebrochen und haben Sachen geklaut, Ketten und Geld und so. Und dann beim Rausgehen haben die gesehen, dass er schläft und erschossen. Ja, 21 Jahre alt oder 20. Ja, hier läuft wieder mehr Hip-Hop, gell? Ja, Sommer-Special, Alter. Erstens haben wir Rock'n'Roll ausgerockt momentan. Wir machen das Barbecue jetzt.
Und zum Winter hin, weißt du, es macht halt keinen Spaß. Stell dir vor, wir machen jetzt Partys und dann fangen die an mit irgendwie Auflagen und das. Und deswegen machen wir auch keine Walk-ins und haben auch die Termine im Voraus nicht so viel gemacht, weil nachher machen die wieder Lockdown und dann sind wir wieder gebumst. Und wir machen dies ja. Ciao! So, was ist da drin? Gemüse, vegan also. Oh, Das ist also alles meins, ja? ich habe Butter ein bisschen reingetan jetzt überall. Das ist doch gut. Ja, ich liebe. Vom Entertainment-Charakter, weil ich mich darüber lustig mache, nicht weil ich glaube. Ich sehe das sogar ein bisschen ernst. Jetzt werde ich den Tomahawk draufballern. Ich schaue mir das alles an. Aber ich hinterfrage das auch. Du gehst mit dem Charakter da dran, wie du auch gegen was du willst. Das meine ich nicht. Weil viele glauben halt dann wirklich, dass wir gegen Gegenteil und sind dann genau das, was wir den anderen vorwerfen. Und wir haben dann dort noch Gemüseboxen. Natürlich auch 2 drauf. Das ist die Gemüseboxen, das Flohgemüse. Dann von oben dran. Und jetzt sagen wir Tschüss jetzt. Wir müssen noch das Korn, das ist noch Käse, und das Gemüse und wir haben noch Chicken. Chicken mache ich jetzt fertig. Alter, guck dir das Ding an, Alter. Bratte, I told you. Die Gasflasche reicht doch? Keine Ahnung. Ja, das ist ja die Frage. Jetzt habe ich jemanden gefragt, man kann das ausrechnen. Aber man weiß nicht genau wie. Also der hat gesagt, man muss gucken, wie viele Düsen da insgesamt sind. Da muss das irgendwie, keine Ahnung. Falls jemand weiß, wie man ausrechnet, wenn man eine Gasflasche hat, die 30 Liter fasst, lass mich lügen, ja egal, 30 Liter fasst, und du hast den Gasgrill auf beide Stufen voll an, wie rechnet man aus, wie lange auf voller Stufe die 30 Liter halten? Vielleicht ist es voll einfach, ist auch bestimmt einfacher, aber ich habe einfach keinen Plan von. Und wenn die Gasflasche leer ist und du hast keine und das Fleisch ist auf der Hälfte, hast du Arschkarte gezogen. Das ist scheiße. Das ist richtig. So, Bratte, was machen wir hier? Wir haben hier ein Tomahawk Steak. Tomahawk Steak, for me. Branson Stans, hier wird gegrillt. Nur noch ein bisschen Öl. Okay. Nur ein bisschen. Ich muss ja nicht Olivenöl. Olivenöl. Wir müssen nicht Olivenöl benutzen, aber ihr könnt ja etwas anderes benutzen. Ihr könnt ja Sonnenblumen. Steak ab beim Grillen. Oh, sexy. Ja, wie gesagt, das Chicken halt, das ist einer der besten Chicken-Sorten, die man grillen kann, weil die, wie der auch Metzger gesagt hat, oder der Fleischgefieder, hat viel mehr Fasern als das Brustfilet und es trocknet weniger aus. Am Ende schmeckt es wie das Brust von dem Hühnchen. Viel saftiger, viel saftiger. Wegen den Fasern und wegen dem Fett, wegen beiden. Weißt du? Wegen der Haut auch und so weiter. Weil das Filet ist ja meistens ohne Haut und so weiter und das schützt ja halt das Ganze. Ja, wir sind unter uns, ja, eigentlich nur wir, halt, du kennst jeden. Ob du jeden magst, ich weiß ich nicht, aber du kennst jeden. Meiner Mutter habe ich jetzt Dings geschenkt, Alter. Grüße gehen raus an Aviva Body and Skincare auf der Leipziger Straße. Meiner Mutter habe ich eine voll Rundpaket geschenkt. Und dann kann sich da mal richtig verwöhnen lassen. Ich will, dass meine Mutter mir davon erzählt. Aber ich habe nur Gutes gehört über die Aviva und ich glaube, das kann was werden. Okay. Ja. Wo kommen die denn her, Alter? Was geht denn da ab, alle? Hallo? Da kommen einfach 3 Frauen aus dem Haus gelaufen, Alter. Digga, hast du es gesehen? Ja, also die machen auch so mit... Oh, weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich könnte jetzt so irgendwie beschreiben. Mit so einem Gerät gehen die hier rum. Ach so. Frauen wüssten jetzt bestimmt, was das ist. Die muss da hingehen. Die muss da hingehen Okay. und richtig eine Stunde Behandlung. Liegst dann da und dann wird hier alles nochmal geliftet und so, glaube ich. schön, ja. Aber halt, ich glaube nicht, kein Eingriff. Ist nur Haut. Ja, mal gucken, wie es wird. Halt zum Muttertag bekommen. Meinem Vater schenke ich eine Pediküre. Chicken sieht prächtig aus. Sollte ich lieber den Feuerlöscher holen? Du kannst nur das ein bisschen... Der ist so hier. Danke. Aber das... Geil, ich liebe Naschen. Dann sag ich zu einem, gell? Ach, hier in der Straße. Ich sag, ey, bist du am Fasten? Er sagt, nein. Ich sag, warum? Ich kann einfach nicht aufhören zu probieren. Hat Restaurant, weißt du? Was eine Kamerahaltung, guck mal. Wie krass, Alter, sich verarschen, Junge. Leute kaufen Kameras, deutsche Videos werden damit gedreht, Alter. Was heißt das hier oben jetzt?
4K habe ich verstanden. Was heißt die 60? 60 Bilder pro Sekunde. Ach, deswegen sieht man auch noch so viel und so Deswegen klar. ist so smooth, ja. Meine Freunde, der zweite Videodreh nach der Corona-Krise ist beendet. Wir neigen uns dem Ende zu. Wir werden jetzt lecker essen. Ihr habt alles gesehen, Marco hat alles erklärt. Und ja, ich wünsche mir einen guten Appetit, euch ein schönes Wochenende und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Kommentieren, liken, abonnieren, verbreiten und einfach mal auch mal den Nachbarn zeigen, der uns vielleicht nicht kennt. Oder mal der Großmutter um die Ecke.